wunderschönen guten Tag. So, ich bin jetzt gerade wieder auf dem Weg zum Lackierer ins schöne Vogtland. Heute geht es endlich weiter mit Schleifen, Grundieren, Füllern. Eventuell fangen wir auch schon an, ein paar Teile heute zu lackieren. Das wird jetzt wieder ein Video, wo wir über mehrere Tage filmen werden, denn in diesem Video werdet ihr auf jeden Fall schon sehen, welche Farbe er bekommt. Ja, bin schon gespannt, was ihr zur Farbe sagen werdet. Ich habe jetzt noch eine 1,5 Stunde Fahrt vor mir und wir sehen uns dann gleich nochmal, wenn ich angekommen bin. So, ich bin jetzt gerade beim Lackierer angekommen und hinter mir seht ihr schon das Projekt. Ich filme heute mit einer anderen Kamera, weil wie ihr vielleicht mitbekommen habt, haben wir eine neue Kamera und die konnte ich jetzt, wenn wir jetzt anfangen zu schleifen, nicht mitnehmen. Die Jungs waren schon so fleißig und haben die Eckscheibe schon rausgemacht und mir ist gleich ein neuer Rostfleck aufgefallen. Den kann ich euch gleich mal zeigen. Jetzt hier unten an der Ecke ist auch leider noch ein bisschen Rost, ist aber zum Glück jetzt nicht so schlimm, ist auch nichts durch. Ja, und heute geht es an meine Lieblingsbeschäftigung am Schleifen. Ja. Draußen ist auch nicht so schönes Wetter, es hat auch gerade schon ein bisschen angefangen zu schneien. Ich will nicht viel reden, denn das komplette Auto muss noch durchgeschliffen werden und ja, ich fange jetzt auf jeden Fall noch ziemlich viel zu machen. Erinnert mich gleich wieder an die Zeiten mit einer E36. Ich wollte euch jetzt mal abholen, wie weit wir sind. Wir haben jetzt auf jeden Fall den Himmel noch rausgemacht, wie ihr sehen könnt, denn die Schiebedachkassette musste auch noch raus. Ja, hier unten seht ihr die komplette Schiebedachkassette. Das Schiebedach muss dann auch noch lackiert werden. Jetzt haben die Jungs das, die waren schneller als ich. Hier unter am Schiebedach hat man in den Ecken auch noch ein bisschen Rost. Jetzt bin ich natürlich gerade am Überlegen, wenn der Himmel raus ist. Hier seht ihr auch noch, dass hier oben, wenn ihr es erkennen könnt, noch ein bisschen Flugrost am Dach ist. Wenn ich das gerade jetzt schon so sehe, überlege ich, ob ich den Himmel gleich draußen lasse. Mal schauen, was ich da machen werde. Auf jeden Fall ist das Auto, wie ihr seht, jetzt schon abgeklebt. So schaut das Ganze aus. Ich habe jetzt gerade noch mit meinem Pad gerade so Kanten rausgeschliffen, also wo man mit der Maschine jetzt nicht so ordentlich hinkommt. Wie ihr seht, auch hier, das habe ich mit der Hand rausgeschliffen, das habe ich auch jetzt noch mit der Hand rausgeschliffen. Ja, und jetzt geht es dann ans Füllern. So, wir sind ja jetzt fertig mit Schleifen. Spachteln. Wie geht's da jetzt weiter? Jetzt haben wir alles entstaubt. Nochmal mit Silikonentferner alles abgewischt, um das ganze Fett alles runterzukriegen. Und dann wird jetzt als nächster Schritt Füller. In 2 bis 3 Schritten, je nachdem wie extrem es ist. Und Aber der sieht ja so eigentlich gut aus, oder? ja, der sieht sehr gut aus. Vor einzelne Stellen, aber wirklich nur minimale Stellen. Ne, gerade hier hinten in die Kanten. Das haben wir alles wieder recht frisch gemacht, auch sonst. Was habt ihr da reingemacht? Das ist so Metallspachtel. Erstmal zuvor entrostet. Es war nicht durchgerostet, muss nicht geschweißt werden, nichts. Das wurde dann mit Metallspachtel verarbeitet. Und dann so leichte Feinspachtel drüber. Und Nagelspachtel? Dann wird's noch Nagelspachtel, jetzt wird gefüllert, 2-3 Schichten ungefähr. Dann wird getrocknet und danach geht es dann weiter mit Trockenschleifen, vor Ecken, wo es gespachtelt wurde, nochmal mit Glattschleifen, um alles schick glatt zu ziehen. Und danach wird dann der Füller geschliffen. Einmal trocken, einmal nass.
und dann wieder abgeklebt und dann Innenraum extra wird rauslackiert und dann tun wir außen lackieren. Wie lange muss es dann trocknen? Ich sag mal, man lässt es immer 2-3 Tage am besten stehen, wenn nicht sogar 4 Tage. Ne, dass es ein bisschen zusammensetzt sich, dass die ganzen Lösemittel rausmachen und dann klappt es auch. Nicht schlecht. Also ich bin auf jeden Fall schon mega gespannt, wie das Auto ausschauen wird, wenn er fertig ist. Und es wird auf jeden Fall auch nochmal witzig, wenn es ans Zusammenbauen geht, so viele Schrauben und Einzelteile, wie wir da haben, alles wieder zu suchen und zu finden. Wer vielleicht schon mal so eine komplette Lackierung oder ein komplettes Auto auseinandergeschlachtet und wieder zusammengebaut hat, weiß vielleicht, von was ich spreche. Aber so weit sind wir noch nicht. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn es aber soweit ist. Und jetzt filme ich noch ein bisschen für euch mit und dann sehen wir uns nachher nochmal. So, ihr habt gesehen, der schwarze Füller ist jetzt draufgekommen. Das heißt nicht, dass das Auto schwarz wird. Es könnte auch ein dunkelgrün oder ein dunkles Blau werden. Wir sind mal gespannt, was er für einen Lack bekommt. Auf jeden Fall geht es beim nächsten Mal ans Nassschleifen, weiterschleifen, viel schleifen und dann bekommt er seinen Lack. Ja, für heute ist Feierabend. Ich ziehe mich jetzt noch um. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin jetzt wieder beim Lackierer. Heute ist es endlich soweit. Die Karosse wird lackiert. Ich bin schon mega gespannt, was ihr zur Farbe sagen werdet. Wir werden jetzt noch ein bisschen was schleifen müssen und dann bekommt er endlich seine Farbe. Die Jungs waren wieder fleißig und haben schon die Scheibe rausgemacht. Ich hatte jetzt zwar schon extra noch das Werkzeug mitgebracht fürs Scheiben rausmachen. Da drin ist es. Aber die waren schon fleißig. So, dann brauchen wir jetzt noch schleifen. Und dann geht das Auto ab in die Lackierkabine. Und ich bin echt schon gespannt, was er zum Lack sagen werde. So, wir sind jetzt soweit fertig. Wir haben gerade jetzt alles nochmal entfettet und abgewischt. Gerade hier so die Ritzen. Gleich geht's los mit Lackieren. Ich bin schon mega gespannt, wie es ausschauen wird. Ich freue mich schon richtig. Wir haben jetzt auch alles abgeklebt. Den Motorraum abgeklebt. Lenkrad, Armaturenbrett ist abgeklebt. Wie gesagt, innen drinne ist er jetzt. Jetzt haben sie mir das Licht ausgemacht. Innen drinne ist er jetzt schon gefüllert. Das haben wir jetzt gerade eben gemacht. Und der Kofferraum wird dann auch noch rauslackiert. Ja. Jetzt lassen wir noch kurz trocknen und dann geht es endlich ans Lackieren. Und das filme ich euch auch mit der anderen Kamera, denn ich habe jetzt beim Schneiden nämlich schon gemerkt,
dass mit der GoPro leider das Licht hier übelst flackert und ja, ist nicht so schön zu schauen, deswegen habe ich die andere Kamera mitgenommen und werde euch jetzt das Lackieren mit der neuen Kamera filmen. So Leute, da ist meine Farbe. Die Kenner werden es wahrscheinlich schon erraten haben, welche Farbe es geworden ist. Ich habe mich jetzt beim 190er für die Farbe Blau-Schwarz entschieden, also für den originalen Lackton. Ich glaube, der Lackcode war 199 und ich finde den originalen Lack einfach geil. Wir haben jetzt gerade den Lack aufgetragen, also es ist noch kein Klarlack drauf. Manche werden jetzt dann wahrscheinlich sagen, oh, er ist ja nur schwarz geworden, aber ich wollte ihn einfach im originalen Lack haben und das ist nun mal das Blau-Schwarz. Ich finde es geil, freue mich auch schon mega, wenn er zusammengebaut ist. Und jetzt haben wir alles abgeklebt, denn mein Innenraum wurde auch in Blau-Schwarz lackiert, nur bleibt der matt und außen kommt jetzt noch der Klarlack drauf. Dann haben wir nochmal das Licht ausgemacht und sind mit der Lampe nochmal am Lack entlang gegangen, um zu schauen, über welche Stellen wir halt dann nochmal lackieren müssen. Und das siehst du halt einfach im Dunkeln mit der Lampe halt viel besser als bei Licht. Jetzt kommt dann noch der Klarlack drauf, dann muss der Lack noch aushärten und dann ist das Auto fertig. Auf jeden Fall würde mich mal interessieren, was sagt ihr jetzt dazu? Wie findet ihr den Lack? Hättet ihr das erwartet oder hättet ihr euch eher eine Farbe gewünscht? Den Kofferraum haben wir auch gleich noch mit rauslackiert. Jetzt ist alles schön schwarz, also ich bin mega zufrieden und jetzt kommt noch der Klarlack drauf. Wie lange muss das dann aushärten? Trocknen tun wir es ungefähr 10 Minuten und dann lassen wir noch Ruhe stehen. Ja, und dann voran wieder. Was sagst du so ungefähr, wie lange es dauert, bis man den dann folieren kann? Wir sagen immer 14 Tage bis 3 Wochen auf jeden Fall warten. Und wenn man länger Zeit hat, ist es immer von Vorteil. Ja, ich denke, bis er zusammengebaut ist, geht noch mal ein bisschen Zeit. Wenn 2 Monate oder was, ja, oder 1 Monat, dann ist gar kein Thema. Kann man ganz normal drüber folieren und fertig. Ja. Wie geht es dann weiter, nachdem der Klarlack drauf ist? Nachdem der Klarlack drauf ist, wird er poliert, dann schleifen wir komplett mit 2000er, 3000er, um hier so Kleinigkeiten, was ist, alles rauszupolieren. Ja, und dann noch mit 6000er drauf. Und dann wird es komplett aufpoliert, dass sämtliche Dreckkörner und so weiter alles verschwinden sind. Ja, und dann wird es in 4 Schritten ungefähr poliert und dann steht er gut da. Das kann dann einfach nur Das kann dann einfach durch kleine Staubeinschlüsse und was so sind, ja, die werden dann dadurch, sag ich mal, geköpft, blau gemacht und dann wieder aufpoliert. Und dann haben wir komplett glatte Oberfläche. Manche machen dann immer mehrere Klarlackschichten drauf. Wie viele? Wir könnten jetzt auch noch, wenn man es will, nochmal schleifen, zwischenschleifen, nach den lackieren und könnten nochmal Klarlack drauf. Was bringt das dann, dass es noch mehr glänzt, oder? Es bringt noch ein bisschen mehr Glanz, ja, und eben die extreme Glätte auf die ganzen Lack. Also so hat man jetzt quasi noch ein bisschen Orangenhaut? Ja, jetzt ist eine Schicht drauf, jetzt wird einmal noch Klarlack drauf, dann ist noch mehr weg, an solchen kleinen Unreinheiten und dann wird zum Schluss poliert. Mich würde auf jeden Fall interessieren, habt ihr das erwartet? Habt ihr erwartet, dass er schwarz wird oder hättet ihr eher gedacht, dass ich mich vielleicht für eine Farbe entscheide? Also ich muss ehrlich sagen, ich bin mega zufrieden mit dem Schwarzton. Ich habe mit einer Farbe geliebäugelt, aber ich dachte mir dann so, nee, ich will das Auto in dem originalen Blau-Schwarz haben. Also ich feiere das Blau-Schwarz jetzt schon mega. Es wird wahrscheinlich ein paar geben, die dann sagen, ja, langweilig, aber ja, ich feiere das. Ich wollte das Blau-Schwarz haben, deswegen habe ich es auch so gemacht. Ich muss auch ehrlich sagen, da darf man nicht so auf andere Leute hören, sondern einfach das durchziehen und das machen, was man selber gut findet. Und deswegen
ist er blauschwarz geworden. Und ich dachte mir so, vielleicht, ich will das Auto ja behalten und wenn ich mal älter bin oder älter werde, kann ich das Auto ja dann abfolieren und dann habe ich immer noch einen originalen Lack und ich denke, mit dem werde ich lange zufrieden sein. So, jetzt nicht erschrecken, ich habe jetzt wieder die GoPro, jetzt wird es vielleicht wieder ein bisschen flackern, die packt nämlich das Licht hier drinnen nicht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich bin gespannt, was ihr zum Lack sagen werdet. Schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr zum Blau-Schwarz sagt, ob ihr das erwartet hättet oder ob ihr euch vielleicht lieber eine andere Farbe gewünscht hättet, vielleicht was Buntes, wie man es jetzt vielleicht vom E36 gewohnt ist. Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare, falls irgendwelche Fragen noch offen sind. Haut es mir auch gerne in die Kommentare. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder nächsten Sonntag. Bis dann!